wunderschönen guten Tag aus dem verregneten Florida. Eigentlich war heute der Plan, mich ein bisschen zu schonen fürs Wochenende. Daraus wurde leider nichts. Ich habe vorhin eine Nachricht bekommen, dass 2 Kollegen plus Freundin heute zum Baseball gehen. Also war ich jetzt kurz daheim, habe mich umgezogen, frisch gemacht und will jetzt mal auf dem Weg zum Baseballspiel. Bier, $2, Hotdog, $2. Kann ich natürlich schlecht Nein sagen, ne? Aber ja, ich nehme euch dahin mit. Wir gucken uns das gemeinsam an, wie das abläuft, wie das Stadion ist und so weiter. Ich muss jetzt noch ein paar Minuten fahren. Ich melde mich gleich wieder, sobald ich am Stadion bin. Bis dann. Angekommen am Clover Park von den Mets. So sieht das Stadion von außen aus. Da vorne ist jetzt irgendwie... Ja, ich glaube, da muss ich mein Ticket abgeben. Ich muss ich mal weglegen, befürchte ich. Hey. There's a delay, so it'll be about 30 minutes after Okay. the rain stops. Ja, okay. And you're all set. Have a great time. Thank you. You're welcome. Noch 5 Euro für die scheiß Parkplätze hier haben. Oh Mann, das macht mich ja wütend. So, mal schauen, ob wir ein schönes Plätzchen finden. So, das ist das Stadion. Eigentlich echt schön mit den ganzen Palmen und von der Farbgebung her echt nicht verkehrt. Ist jetzt nicht so groß. Es ist ja mehr oder weniger eine Kleinstadt. Ich glaube mit 280.000 Einwohnern, 250, so um den Dreh. Aber das letzte Mal, wo ich hier war, da waren nicht so viele Leute da. Das war ein bisschen komisch. Aber ich kam auch recht spät, also so eine Viertelstunde bevor dem Spiel durfte ich ja noch mal schnell rein, mal gucken. Aber jetzt rauche ich erst noch mal eine, weil das Spiel ist verschoben um eine halbe Stunde, habt ihr ja eben gehört. Und dann melde ich mich gleich, wenn ich fertig geraucht habe und die Treppe da hinten hochgehe, melde ich mich zurück. Nicht so viel los, offensichtlich. But so proudly we hail at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the peril. So, liebe Freunde, jetzt geht's langsam los. Gleich der erste Schlag. Bin gespannt aufs Spiel. Wir haben jetzt 7:15, eigentlich soll es um 6 schon anfangen. Ich glaube, es wird eine lange Nacht hier. Alright, let's see what we got. Alright, Johari has 52 and Jackson has 53. That means Jackson is our winner. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, weil ich einen Hotdog bestelle, warum wir das bekommen. So sieht das Würstchen jetzt aus. Ich habe es ausgepackt. Ein bisschen traurig, das Ding. Aber ja. It was $2. It was only $2. Ich bin halt hier mit ein paar Jungs hier, also beziehungsweise Jungs und Mädels.
Everett, introduce yourself. Hey, I'm Everett. This is Pinky. Hey. From St. Lucy's finest. This is my little brother, his wife. Beautiful people. Thank you. Roll-Off Chick need a roll-off container for your next project or construction site. Be sure to check out Roll-Off Chick's cans at rolloffchick.com. The local 6 Innings. Das heißt, wir haben noch 2. Aktuell ist es 9. Wird also noch dementsprechend ein bisschen dauern, im schlimmsten Fall. Aber wir gehen danach noch weiter. Schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Oh, wieder Minigame? They're going to make as many lawn angels as they can within 20 seconds. And then we'll go down to Sammy for the count. Ready, set, go! Hey, Bubba, can you take it? Yeah. Stop. All right, Sammy. All right, Levi had 33 and Jesus had 37. That means Jesus is going to be our winner for sending home with the prize. Thanks for playing. Back to you, Evan. Aber was ich erwähnen muss, nach dem 7. Inning oder beim 7. Inning gibt es kein Bier mehr. Deswegen hauen auch viele Leute früher ab, weil sie es super interessant finden. Wieso macht man sowas? Ich würde ja gerne behaupten, dass es spannender wäre, aber die Kollegen sind schon gegangen, das heißt, ich bin jetzt allein hier. Viele Leute sind auch nicht mehr so hier. Es geht Richtung Ende, aber ich glaube, ich werde jetzt auch gleich abhauen. Nebenbei hat der Kollege mir erzählt, dass die New York Mets quasi ein Affiliate mit denen haben. Das heißt, wenn die Leute von den New York Mets scheiße spielen, dann landen die hier, in demselben Team. Und umgekehrt, wenn die geil spielen, dann spielen die halt bei den Mets in New York. Also eigentlich ziemlich cool, weil du kannst mit einem Move direkt in die MLB kommen und dementsprechend auch Geld verdienen, weil die kriegen hier pro Spieltag irgendwie, keine Ahnung, er hat gemeint $150 oder so. Was natürlich relativ wenig ist, aber wenn du dann hochkommst, gehe ich mal davon aus, dass da ein bisschen mehr bei rumkommt. Also eigentlich schon cool, die Option. Aber es ist halt nicht so gut angenommen hier. Aber es ist auch Donnerstag, muss man da auch dazu sagen. Vielleicht liegt es daran, aber ich war ja schon mal kurz hier, 10 Minuten, so kurz vorm Ende. Aber er sagte auch, wenn es kein Bier mehr gibt, dann gehen die Leute. Ja, okay. Rauchen darf man nebenbei auch nicht im Stadion. Also auf dem ganzen Stadiongelände nicht. Ich habe als erstes die Polizei gefragt, ey, wo kann ich rauchen? Und die sagte so, ey, geh mal da hinten, vielleicht kannst du da heimlich rauchen, bla bla bla. Ich meinte, ja, aber wenn ich rausfliege, ja, dann hast du Pech gehabt. Ich so, ja, okay, alles klar, du machst es halt eher nett. Hab ich mal so einen Security-Typ gefragt. Und er meinte, hey, lass das lieber, ist nicht so gut. Und dann habe ich hier am Eingang gefragt, da wo ich jetzt hin zeige. Und er meinte so, ey, machst wie in der Highschool, geh einfach aufs Klo und rauch. Im Endeffekt habe ich gar nichts gemacht, deswegen bin ich froh, weil ich jetzt eine Kippe habe. Ja, mal schauen. Aber prinzipiell cool. Have a good night. Good night. Thank you. Ja, was ist das? Nein, prinzipiell auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Ist aber im Verhältnis zu anderen Sportarten ein bisschen lahm. Vielleicht bin ich auch einfach nicht drin. Keine Ahnung. Ist halt auch, ja, ich glaube, das ist so ein Familiending tatsächlich hier in Amerika. Weil es hat permanent nach Essen gerochen. Ihr wisst ganz genau, wenn du im Frankfurter Stadion bist, riecht es entweder nach Gras oder nach Rauch.
Aber sonst riechst du eigentlich nichts. Also eine Bratwurst oder so, selten. Vor allem wenn eine Kurve nicht. Ich hatte permanent irgendeinen Geruch von Popcorn, Hotdogs oder Pizza in der Nase. Und es roch fürchterlich gut. Irgendwann habe ich mir diesen abgewichsten Hotdog geholt. Ja, gut. Oh! There you are. Look at my spot, the best. That's mine. Yeah, good. Sind Zeit angekommen, also fast zumindest. Alter, ich hab Durchfall von diesem scheiß einen Hotdog. Da war irgendwas drauf, also weiß nicht, ob ich heute Abend noch weggehen kann. Das ist nicht so angenehm. Deswegen werde ich mal meinen Magen-Darm prüfen jetzt. Und dann sehen wir weiter. Ich habe den Durchfall gut überstanden. Dementsprechend bin ich dummerweise doch wieder hier gelandet. Heute ist anscheinend offene Pool Night, das heißt, es ist ein Turnier oder jeder kann spielen, wie er will. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ziemlich coole Atmosphäre. Kann man auf jeden Fall die eine oder andere Stunde verbringen. Ja, ich werde mich gleich nochmal melden. Everett, gerade am Spielen. Eben haben wir noch ein bisschen gequatscht über Gott und die Welt. Immer wieder interessant, einfach verschiedene Ansichten zu sehen von irgendwelchen Leuten. Leider Gottes hatte ich die Kamera im Uber nicht an, weil ich einfach nicht mit dem Gespräch gerechnet habe. Und ich wollte es auch nicht zwischendurch anmachen, das wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Aber es war ziemlich cool, weil der Typ anscheinend ziemlich krank war und ein anderer Typ hat ihm geholfen. Und also finanziell geholfen. Dementsprechend ist er heutzutage gesund, aber hat keine Probleme mehr. Schön zu hören, sowas. Und es war anscheinend irgendwie ein komplett fremder Mensch. Also das war cool. Also ganz, ganz nette Person. Ich habe auch mit dem über sein Gehalt und alles gesprochen, weil mich das wirklich interessiert hat, was so ein Uber-Fahrer hier verdient. Klar, hier, das ist eine Kleinstadt. Wenn man jetzt weiter runter in den Süden fährt, ich sag mal Richtung Miami oder in die anderen Städte, dann ist es halt so, dass man mehr verdient. Aber selbst was die Leute hier an einem Tag verdienen, ist schon recht interessant. Muss ich ehrlich sagen. Klar hast du auch Leute, die nachts betrunken sind oder sonst irgendwas, aber er fährt anscheinend primär nur mittags. Dementsprechend alles cool. Hast du solche Probleme nicht. Hat das Auto anscheinend irgendwie keine Zeit gehabt, deswegen ist er nachts gefahren. Oder abends, besser gesagt. Ja. Everett?